Servus zusammen. Heute geht es um ein ernsteres Thema. Ich habe einige Kommentare und auch ein paar private Nachrichten bekommen von Freunden, die gemeint haben, mein letztes Video und auch eventuell ein paar andere Videos wären nicht geeignet, um das ins Internet hochzuladen, und es wäre auch riskantes Fliegen. Also man muss wirklich dazu sagen, der letzte Flug, den ich hochgeladen habe von dem Grand Prix in Bosnien, das war schon ziemlich heftiges Fliegen am Hang, ohne viel Fahrtreserve, ohne viel Höhe. Da muss wirklich alles richtig gehen, dass nichts passiert. Das ist nicht gut. Vor allem sollten das auch nicht andere Leute nachmachen. Deswegen ist es schon, ja, auch okay. Ich kann es voll verstehen, dass da einige Kommentare kommen, dass es nicht toll ist für die ganzen Flugschüler, für die jungen Scheininhaber, die das vielleicht als Vorbild sehen. Ich will euch noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben, wieso ich dort geflogen bin, beziehungsweise ja, was ich davor probiert habe. Also es war eine Grand Prix-Aufgabe. Wir hatten ja eigentlich gar nicht so schwachen Wind. Die Aufgabe wurde auch so ausgelegt, dass man sie im Wind fliegen kann. Also ohne große thermische Unterstützung oder ähnliches war das schon angedacht, dass man das so ähnlich macht. Ich habe dann versucht, weil ich diese Sequenz, die ich da hochgeladen habe, weil ich diesen Hang nicht kannte, sah für mich sehr flach aus, und auch der Wind, der war in der Höhe eher schwächer als angedacht. Deswegen war ich da nicht so begeistert, da rumzufliegen. Habe davor versucht, eine Welle zu bekommen. In der Höhe waren auch schöne Lentis und so weiter. Also es sah wirklich danach aus, es könnte das funktionieren. Hatten wir auch schon mal Tagen davor, dass da über dem Tal, dass es Welle gab und dass es Rotorwolken gab. Hat leider nicht funktioniert, und dann habe ich, weil ich eh schon so spät dran war, habe ich dann überlegt, fliege ich da überhaupt noch hinter oder fliege ich zurück? Beim Grand Prix ist es so, dass nur die ersten 9 Piloten von der Tageswertung Punkte bekommen. Das heißt, Platz 10 bis Platz 15, die bekommen alle 0 Punkte. Da kann man dann auch eine Außenlandung machen oder man fliegt halt wieder zurück. Und da hat man genauso viel gewonnen oder verloren, wie wenn man es probiert. Und mit dieser Einstellung bin ich eigentlich auch geflogen, dass ich keine Punkte mehr bekomme. Aber ich wollte es halt trotzdem probieren. Am Anfang habe ich noch überlegt, ob ich direkt wieder zurückfliege, und ja, dann habe ich mich schon dafür entschieden, da ins nächste Tal reinzufliegen. Mir gedacht, na, jetzt kommt wieder Sonne rein, jetzt suche ich mir da Thermik, und dann fliege ich das halt relativ entspannt in einer entspannten Höhe und nicht nur am Hang. Da habe ich nochmal viel Zeit wieder verloren, das hat nicht so funktioniert, und im Endeffekt bin ich dann an den Hang gegangen, und der ging halt sehr, sehr schwach. War auch, ja, ziemlich flach, deswegen braucht es eigentlich verwundern, dass er schwach geht, und der Wind war natürlich auch schwach. Davor habe ich auch schon festgestellt, dass es vom Wetter her, also thermisch, war nicht mehr viel. Also vielleicht mal 1 Meter, wenn man ganz viel Glück hatte. Also die Thermik war eigentlich auch nur an einer richtigen Stelle über dem Tal und hat dann wieder aufgehört. Also thermisch war es eigentlich nicht mehr richtig aktiv. Und dann hatten wir irgendwo so um die 10 km/h Wind, die auch relativ konstant waren. Also wirklich, ja, im Prinzip ist das nur ein Windhauch, also ziemlich schwach. Und dann bin ich halt da den Hang entlang geflogen, um Höhe zu machen, und wenig Höhe zu verlieren, ist es natürlich sinnvoll, langsam zu fliegen. Das Problem bei der Geschichte ist, wenn man langsam fliegt, hat man eben keine Option, nochmal irgendwie zu ziehen, oder man ist auch nicht ganz so manövrierfähig, wie wenn man ein paar km/h mehr hat. Und das ist im Prinzip, würde ich sagen, der Hauptknackpunkt. Man hätte da schon nochmal 10 bis 20 km/h mehr drauflegen sollen können. Und wäre den Hang wahrscheinlich auch ähnlich entlang gekommen, und das wäre deutlich risikoärmer gewesen. Dazu muss man noch sagen, ich habe in diesem Tal davor das komplette Wasser entleert, ist abgelassen. Das heißt, die ASG 29 ohne Motor und ohne Wasserballast, die ist sehr, sehr leicht, die Flächenbelastung ist gering, und der Flieger, der fliegt auch noch mit 70 bis 75 km/h. Durch die Wölbklappen hat man auch noch die Option, ein bisschen die Mindestfahrt eben zu verringern und die Manövrierfähigkeit beizubehalten. Aber ja, die Reserven waren jetzt wirklich nicht üppig. Ich habe das nur damit gerechtfertigt, dass ich so geflogen bin, weil eben das Wetter so schwach war, weil nicht mit irgendwas
Unvorhersehbarem zu rechnen war und keine größeren, was weiß ich, 2, 3, 4 Meter steigen oder sinken Böen. Deswegen bin ich so geflogen und auch jeder Meter, den man halt höher ist am Hang, der wird dann auch wieder steiler und so weiter, ist natürlich angenehmer, ist besser. Eine Geschichte, die auch öfter kommentiert wurde, war, dass ich keine Außenlandeoption hätte da hinten und zeitweise nicht. Das muss ich sagen, ist wirklich schwierig aus dem Video rauszusehen, wo man landen kann. Ich habe es jetzt mal noch nachgemessen, wie hoch das Tal ist, wie hoch ich ungefähr geflogen bin. Und ich war eigentlich immer 400 Meter über diesem Tal, wo man auch landen konnte. Hätte da noch ein paar Kilometer rausgleiten müssen, aber das wäre in den meisten Fällen wirklich kein Problem gewesen. An einer Stelle habe ich mich dann dafür entschieden, einen höheren Weg zu wählen und da gab es so ein Hochtal, das aber am Ende wieder ansteigend war. Da könnte es sein, dass das vielleicht ohne Thermik nicht so toll gewesen wäre. Aber auch hier musste man eigentlich davon ausgehen, dass der Wind und die minimale Thermik ähnlich bleibt und dass der Hang zumindest trägt. Und von dem her war für mich das Risiko noch einigermaßen im Rahmen. Ich habe lange gezögert mit dieser Entscheidung, aber im Endeffekt hat es mir halt auch danach wieder geholfen, über das Plateau dahinter sicherer drüber hinwegzukommen. Da sind andere Piloten vor mir geflogen, die auch eine gute Tagesplatzierung hatten. Die haben auch erzählt, dass sie da in ziemlich niedriger Höhe drüber geflogen sind und da konnte man dann wirklich nicht landen. Also von dem her muss man auch wieder sagen, es war zwar da hinten nicht ganz entspannt, aber dafür hatte ich kurz danach wieder eine bisschen entspanntere Situation. Es war allgemein wahrscheinlich nicht das Beste, diese Aufgabe überhaupt zu fliegen. Im Endeffekt hat es mir viel Spaß gemacht, auch dort am Hang zu fliegen, auch wenn es ein bisschen gefährlich vielleicht war. Da in Ameisenkniehöhe in 10, 20 Meter über die Wiesenflächen, über die Bäume drüber. Das ist halt im Prinzip wie im Traum, wie mit einer Drohne oder wie ein Vogel fliegen würde. Und das hat mir halt wirklich richtig Spaß gemacht. Und deswegen, habe ich das auch hochgeladen, weil es für die Zuschauer auch spaßig aussieht. Natürlich, das als Vorbildfunktion und wegen dem Nachahmeffekt ist das nicht zu toll. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen, meine Gedanken. Vielen Dank für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.